Heute gucken wir uns mal eine ganz andere Art von Haus an. Das letzte Mal habe ich euch ja mein Traumhaus gezeigt. Das war ganz clean, ganz minimalistisch, ganz modern. Und diesmal gucken wir uns das Haus von Emma Chamberlain an. Von Emma. Freunde wie ich, wir dürfen sie Emma nennen. Die war bei AD und ich würde sagen, wir starten direkt und gucken uns an, ob uns das gefällt oder nicht. Hi AD, I'm Emma Chamberlain and welcome to my house. Chamberlain? Wissen wir auch, wie es ausgesprochen wird. Hi! I've been waiting for this moment my whole life. Same. Please come in. Also das steht auf jeden Fall auf meiner Bucketlist, glaube ich, dass AD bei mir anklopft und sagt, hey, können wir mal dein Haus sehen? Ich sehe das jetzt gar nicht, aber ich sehe das so in 15 Jahren, wenn es das dann noch gibt. Wir sehen uns in 15 Jahren, AD. Das ist eine Drohung, ja. Ich muss zugeben, ich sehe das jetzt nicht zum ersten Mal. Ich habe es mir schon einmal, als es rauskam, direkt angeguckt. Und muss sagen, dass ich Gänsehaut am Anfang bekommen habe. Positive Gänsehaut. I worked on this house with Marie and Ashley from prom. Obviously, she worked with people on the house. Ist ja nicht so, dass man ein Haus selber macht, sondern das macht man mit anderen Leuten. ArchitektInnen, DesignerInnen, klar. We had the most fun ever. I feel like my style with clothing and home is very much taking a mixture of everything that I love from... Es ist wirklich eine Mixture of everything. Soll ich eigentlich die Untertitel für euch hier anmachen? Bitteschön. Any era, any whatever, and making it all make sense together. And so I feel like every room has a different feel, and I love that. This house Sorry, mein Ding ist hochgepoppt. was built in the 50s. But it doesn't feel claustrophobic. Ich glaube tatsächlich, ich bin immer so hin und her gerissen. Wenn ich nochmal in 10 Jahren oder so vielleicht die Möglichkeit habe, mir ein Haus zu kaufen, würde ich dann lieber ein neues genauso bauen lassen, wie ich das will, oder eben ein altes nehmen und das renovieren, sanieren und also, wisst ihr, was ich meine? Weil diesen Charme von alten Häusern, den hast du nicht mit neuen Häusern, aber in alten Häusern kannst du auch nicht zu 100% all deine Wünsche meistens umsetzen. Was würdet ihr machen? Schreibt's mir. And I feel like that's kind of rare. This had a kind of woodsy cabin in Lake Tahoe feel, but we're in LA. Das erste Piece weiß ich nicht. This is a painting by my dad. The painting, obviously, by Daddy is amazing. Which is a reoccurring theme throughout the house. My dad's a rock star, and I love his stuff. Süß, oder? Stellt euch mal vor, eure Tochter sagt zu euch, dass ihr ein Rockstar sein. It would be kind of awkward if I didn't, so I'm really glad I do like it. And this table, it was built by my team and I. Das verstehe ich irgendwie nicht. Das ist mir, ich weiß es nicht. Ich finde es schön, dass es ihr gefällt, mir nicht. And it's amazing. I've kind of always wanted to like go in it. But I don't know if it's a good idea to do that now, but I kind of want to try. Ah! Ich weiß es nicht. Ich verstehe die Ästhetik nicht. Meine ist es nicht. Es erinnert mich irgendwie auch an eine Schule, glaube ich, oder so. Ist irgendein Trauma in mir drin. Ich glaube, meine Grundschule hatte so solche Sachen. So you can go inside. I feel like my cats are gonna love this. Also so als Wände. Wisst ihr, was ich meine? Und in cheap. Nicht so. If I'm Snappy being completely music. honest, when we were like designing this room, I was like, it's gonna be really gorgeous, but I'm never gonna use it. Das, wer kennt es nicht, ein Raum, der einfach zusätzlich, puh. And that's actually not true at all. I actually hang out in here with my friends and we read books. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ist das was Gen Zs jetzt machen, dass sie sich in einem Raum treffen und dann liest jeder für sich? Crazy, because who reads books? Ich lese zwar Bücher, aber ich würde mich nicht mit FreundInnen treffen, um Bücher zu lesen. This is sort of Das gefällt mir sehr gut. Da war ich direkt kurz davor, mir irgendwie Bilder und Poster zu bestellen und das nachzumachen. wall of inspiration. Ja, ich brauche diese Wall of Inspiration. Ich brauche das. And I feel like when you just look at this wall, you're like, I want to pick up a book. Wisst ihr, was ich in diesem Haus mag? Das ist irgendwie, es passt so gut zu ihr und es ist nicht das, was man überall sieht. Es ist einfach authentisch. And I want to think and look at art. It's inspiring. Und das finde ich auch inspiring, dass sie so
jung ist, wie sie ist und irgendwie dann schon so ihr eigenes Ding macht und scheiße drauf, was man bei Insta sieht. Wahrscheinlich hat sie einfach einen ganz anderen Insta-Feed und da sieht es genauso aus wie bei ihr zu Hause. Aber irgendwie ist es unique, finde ich. What I really like about this room is that, you know, this half is very relaxing. You know, the colors are very soothing. And these windows are so... Diese Fenster, das ist doch geil. Das würdest... Also, wow, schön. Gorgeous, the way that the light comes through. Also das meine ich, dass in einem neuen Haus, da hättest du sowas wahrscheinlich nicht. Weil das macht es schon so special, auch mit dieser kleinen, wie so ein kleiner Wintergarten mit der Couch. This couch is so amazing. I'll sit here, I'll journal. I've been getting into watercolor, I'm really bad. Aber das verstehe ich nicht. Man sitzt doch nicht wirklich auf einer Couch und hat dann so einen kleinen Tisch, wo man dann mit Wasserfarben malt. Das ist schön gestaged, aber I don't believe it. Journaling, ja. Wasserfarben. Sitting here and doing a little watercolor, it's a vibe. I have quite an embarrassing... Ich wusste, als sie das damit angefangen hat, dass sie sagen wird, dass sie eigentlich noch nie den Schallplattenspieler benutzt hat, weil ich hatte auch einen Schallplattenspieler. Ich habe ihn benutzt, aber nicht oft. Confession, which is that I never use a record player. But I do want that to change. Doing a little watercolor with a little band on the run, like that. Dann muss man immer dann das drehen und dann die neue Platte und so. Bei Spotify drehe ich so einen Knopf, bup, fertig, läuft 12.000 Stunden lang durch. This might be my favorite thing in the house. Ich finde es übrigens sehr schön, dass ihr Outfit zu ihrem Kamin passt. Check it out. I bought these little Russian dolls that are painted. Die sind süß. This one is the Beatles. This one is ABBA. I'm obsessed. Like, you don't understand how much I love these. They're my favorite thing I've ever bought. Die sind wirklich sehr, sehr cute. Würde ich mir auch irgendwo hinstellen. Neben meinen Schallplattenspieler, der nicht mehr bei mir ist. Etsy. Süße Bilder. This is a piece that's actually not my dad's. My dad painted this insane piece actually specifically for my house. He also painted these. Tja, ist praktisch, wenn man jemanden in der Familie hat, der sowas malen kann, weil da musst du nicht so viel Geld dafür ausgeben. They've been a part of my art collection for a while now. But these three are new. This is the peanut butter aisle at the grocery store. Das ist aber auch nur eine American Peanut Butter Aisle, because it's not that big in Europe. I chose this because I ate so much peanut butter as a kid. It was like an entire food group for me. Immer wenn ich das sehe, denke ich mir, das könnte ich auch malen. But I don't. So this is very nostalgic. And these, they have personality in a way that I rarely feel when I look at art. Like I look Die sind echt cute. at them and I know them. Kommen wir ins Esszimmer. Klar gibt es ein extra Esszimmer. So this is the formal dining room. Es ist irgendwie, kriegt mich dieses Haus. To be honest, this table came in a few days ago. I have not used it. I think I love it because it looks so soft, but yet, you know, it's hard. Das ist sehr cool beschrieben und das gefällt mir auch. That's something I love. I love when something's made out of a hard material, but it still finds a way to look soft. Ja, ich weiß genau, was sie meint. Ich möchte auch drüber streichen. Ich möchte das jetzt anfassen. Es wird kühl sein. Es wird so ein Gefühl geben, als ob man dann so staubige Hände hätte, weil es so weich ist. Weißt du, was ich meine? Vielleicht ist es auch staubig, weil es nie benutzt wird, aber hey. I feel like that's so magical. I just don't eat dinner like at a table. So I don't think this is gonna end up being used for that. Aber der Tisch ist wahnsinnig schön. Ich mag auch diese Form. Die Stühle sind nicht my vibe, aber der Tisch, den nehme ich. I feel like this is gonna be for puzzles, for arts and crafts. Hey, Emma, we got puzzles. You want one? I can send you one from Willa Wunst. Willa Wunst. We do great puzzles. Take a look. Link down below. But it is gorgeous. So this is a truing chandelier. I've never really had a super strong opinion on chandeliers, ever. Ich verstehe, es macht Sinn bei ihr, es sieht cool aus, meins es nicht. It's just one of those things that I don't feel passionate about necessarily. Aber ich finde es trotzdem mega cool. Also verstehe mich nicht falsch, es ist 0,0 so Gemecker, sondern es ist einfach nur, ich verstehe, warum sie es hat. Ich finde, es passt dahin. Ich würde es mir trotzdem nicht holen. Until I saw this one, and I was like, no, that's what I like. Because it's not a classic chandelier. It's not. Cool. And I feel like chandeliers are never cool. It's kind of like an art piece within itself.
and I love Das it. stimmt. Hopefully there's not an earthquake. Seriously, there's gonna be some problems. Das finde ich immer noch so krass, dass LA einfach, it's about to go down at some point. Like, es sind ja genau 2 tektonische Platten. Mein Gott, dass ich das Wort tektonische Platten jemals mal sagen würde. Genau da. Und wenn die mal ein bisschen reiben, dann, ey, shit. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier die Bad News verbreite. So, das wissen alle. Ich bringe nicht die Hiobsbotschaft. Die wurde schon lang gebracht. Die Küche. So honestly, this is where I eat most of the time. Süß, süß. It's just easy. You know what I mean? Pull out a stool, like whatever. This is like an ordeal sitting at the dining room table, saving that for an occasion. This is for day to day. Ich bin ja nicht so die Barhocker-Sitzmaus, aber ich verstehe es. I saw a photo once of a green kitchen, like years ago. Fell in love. We have a green kitchen in our office. Was obsessed. When it came to doing my own kitchen, I knew I wanted to do something green. Sehr, sehr schön. Mit dem Licht von oben, wow. But I wasn't sure what. That was Dieses kleine Fenster hinter dem Waschbecken, raus in die Natur. Boah, das ist wie ein Kunstbild, Foto, was auch immer. kind of in my head going into this kitchen. Ich dachte immer, man müsste so ein ganz großes Fenster machen, aber so ein Fenster, was auch irgendwie so eine Bildergröße hat, ist ja genial. We actually ripped out the whole kitchen and redid it. And then we kind of had this blank canvas. And so I think it really started with this. Auch dieses Marmor, ist sehr interessant. Hat das auch so einen grünen Touch drin. It has all my favorite colors in it. It has the green, the rusty color, the white. Sehr, sehr, sehr schön. Es sieht auch sehr, sehr teuer aus. And so then we kind of built the kitchen based on that. I loved this marble so much. I was like, why not keep it going and put it under the sink? Who's making the rules? Das ist auch cool, dass da eigentlich die Cabinets alle grün sind, aber unter dem Waschbecken ist es eben auch wieder Marble. Amazing. I've also always really dreamed of having colorful cabinets. So when it Das ist so schön, ich möchte in dieser Küche leben. Ich möchte einziehen. came to painting, I felt like this sort of minty, sagey green was the perfect happy medium. I know I'm not gonna get sick of this, but it still has that fun pop to it. Ja, das kann ich so unterschreiben. Ich bin mir immer noch nicht sicher, sind die Appliances, also die Wasserhähne und so, ist das so ein Roségold oder ist es nur ein sehr rötliches Gold an sich? Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist Roségold, oder? I also always wanted one of these things. So I'm really excited about this. I haven't used this yet. Ist die gerade eingezogen oder was? Oder noch nicht? I'm gonna make some serious hard-boiled eggs with this thing. I actually had a lot of fun buying weird vintage stuff for this kitchen. For example, what are these? I mean, I don't know. I found them on Etsy. Ich habe mich auch schon gefragt, was es ist. Sie weiß es selbst nicht. Das Einzige, was ich mich frage, ist, wie viele Stunden gehen vor so einem Dreh da rein, um das zu stagen? Also in der Küche, da lagen so schöne Tomätchen und sowas. Wer macht das? Macht das die Emma selber? Wie viel Zeit geht da drauf? Das würde mich echt mal interessieren. Like $5 and I was so excited. I have like a whole coffee corner. Of course we have my espresso machine. Ich freue mich schon auf meine Siebträgermaschine. Little Chamberlain coffee magnets. Kind of a little bit conceited, but no, I got a rep though, you know. Wenn man schon die Reichweite hier bekommt, dann muss man auch ein bisschen Self-Promo machen, gell? And I have a whole coffee drawer. I'm proud of this. You should be proud. Du kannst auf das alles sehr stolz sein, girl. Like, I had a lot of fun putting this together. This house overall has a lot of light. I mean, in here is a great example. Das macht auch so ein schönes Licht. Schaut mal ihr Gesicht an. Das ist wie gefotoshoppt. Das ist auch so wunderschön und sieht auch ein tolles Make-up drauf und so. Aber auch dieses Licht. so much light coming in. And that's very important for me because I am in my home a lot. And so I need a place that feels light and bright and happy. Oh, irgendwie, wenn sie so sagt, so I'm in my home a lot, dann will ich jetzt sofort nach Hause und auch, wisst ihr, was ich meine? So, ich lieb's auch, zu Hause zu sein. When you're in this home, you feel like you still get the feeling of being outdoors Dieses Fenster, das macht mich wirklich fertig. Ich finde es so schön. when you're inside. Jetzt kommt ein wildes Badezimmer. Get ready. This is kind of like the party bathroom. It's super accessible in the main living area. This is the one that most people use. Das ist a lot. And it's a little bit wild and crazy in here. I mean, Yeah, I can tell. and we have a snail. It's funny because I hated snails growing up. Fully had like a phobia. Here,
Nur Leute, die nicht ihre Sachen selber sauber machen und putzen, wissen nicht, dass man diese Schnecke oben nicht anfassen darf, weil dann alles runterfällt. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das wurde gerade eben erst frisch gestaged. Ich glaube, sie ist noch nicht so richtig da eingezogen und das ist ja vollkommen okay. Ich finde es so krass, wenn dem so sein sollte, dass sie da echt noch nicht richtig eingezogen ist, sondern die erst das drehen, dass sie einfach das Haus schon fertig hat, alles fertig dekoriert, alles perfektioniert, bevor sie da überhaupt einzieht. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin vor fast jetzt einem halben Jahr in mein Haus gezogen und es ist noch so viel Ecken und Enden und Deko und noch nicht finalisiert und noch überhaupt nicht so, wie ich das mal haben möchte. Und es wird auch locker nur ein weiteres halbes Jahr dauern. Ja, das ist krass, oder? I shouldn't be touching things. It's yours, bitch. You can touch whatever you want. Wallpaper was something that Marie and Ashley brought to me and was like, what do you think? And I was like, honestly, I have no idea. Es sieht die ganze Zeit so aus, als wären das so wie so beim Campingurlaub, diese Dingle-Dongles, wo man so durch Türen so durchgeht. Wisst ihr, was ich meine? And I love it. Like, it's so unique and warm. Das ist irgendwie cute, ja. I mean, it fully transformed the room. This sink actually came with the house. Das ist crazy. I mean, we loved it. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass mit Kindern könnte ich das nicht. Ich hatte so Angst, dass meine Tochter von diesem Stein erschlagen wird, warum auch immer, I don't know. This bathroom, the Flintstone bathroom, because this is Flintstone energy. Voll. The Flintstone bath. Das Ankleidezimmer. So we're in my dressing room. Ich finde, dafür, dass sie auch viel so mit Fashion macht, ist es relativ klein und bescheiden, das Ankleidezimmer. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe schon so die eine oder andere Ankleidezimmer-Tour gesehen und das war insane. I live alone, so I had some extra bedrooms to play with. Multiple. Mehrere extra Bedrooms, habt ihr gehört. And one thing that was kind of a dream of mine was to have sort of a dressing room. Voll, auf jeden Fall. Auch wenn man nicht extra Bedroom hat. 3 Kinder können sich auch in ein Zimmer teilen, oder? Mama braucht ihren Dressing Room. 100%. Where I can get my hair and makeup done. I can, you know, accessorize my outfits. I'm kind of mortified to admit that I have Ich will jetzt alles bei mir zu Hause umdekorieren. Geht's euch auch so? this as an entire room. Like, I'm going to be honest, it's a little bit, it's like, really, Emma? Nee, ich finde, es ist perfekt on brand. Yes. But see, like, if I live in this house when I'm older and I have a child, we're getting rid of this and we're putting a kid in here. You know what I mean? Don't do this. Wrong decision. Muss auch irgendein anderes Zimmer übrig sein, oder? Gästezimmer. So it's like I'm thinking about the future, but for right now, it's time to be selfish. Yes, 100%. I put majority of my high heels on the top because I genuinely don't wear them ever. But if I do need to wear them, I have this. The thing I really wanted to do in this house too was take something boring like a stepladder and like try to find one that I actually liked that could actually add to the space. Das ist so schlau, weil dann musst du die Leiter nicht aus irgendeiner Ecke, aus irgendeinem anderen Zimmer holen, weil du die immer im Versteck, sondern du hast sie immer da, weil sie gleichzeitig auch ein Dekoobjekt ist. Ich kaufe mir sowas von eine schöne Leiter. So I think this thing's so cute, I leave it out. But then it's great because then I can be like, it's Friday night, getting high heels. I love sweater vests. I mean, Die sind cute, wie die da so hängen, alle brav aufgereiht. I especially take inspiration from people in their 60s. Like, they're a really good source of inspiration. Interesting choice. Like a cool grandpa wearing a vest with like a cool shirt under it. Chic. Ich kenne zu wenige 60-jährige Grandpas mit Westen. Fällt mir gerade auf. This is an Ultra Fergola mirror. It was just on the bucket list. Das sind diese Spiegel, die 7.000 € kosten oder sowas, gell? Habe ich noch nicht reingeguckt und werde es auch nicht machen, weil dann kommt es auch auf meine Bucketlist und da ist wirklich gerade kein Platz für 7.000 €. I love it. I mean, it's super fun. I like, again, this is like another example of taking something that normally I'd buy a boring version of. Also noch mal kurz, zwischen diesem 7.000 € Spiegel und einem boring Spiegel gibt es auch noch Variationen. A mirror, right? And trying to make it add to the space. Ich finde es cute, aber ich habe es auch schon sehr auf diesen Spiegel gesehen, deswegen... Naja, ich meine, wenn ich ein Geschenk bekommen würde, würde ich ihn nehmen, ne? So here's the vanity. I keep my makeup in here. I actually don't do my makeup here very often. Ja, ich sag mal so, wenn da jemand kommt, der es macht, muss man es auch nicht selber machen. So this is the chill hangout room. Schöne Couch. So the other living room is like, we're gonna really
take care of our minds in here. Ich bin ja am Überlegen, ob ich eine neue Couch vielleicht nächstes Jahr möchte, weil ich gerne auch nicht den TV so als Center of the Living Room haben möchte, sondern eher, dass es eher so ein bisschen Social Space ist. Und natürlich kann man abends auch Fernsehen gucken, aber gerade jetzt auch mit Kind, wo man gar nicht so viel Zeit vorm Fernseher vielleicht verbringen möchte, wäre es irgendwie cooler, wenn es eher so ein bisschen zum Spielen, zum Chillen, zum Lesen, sowas wäre. Aber ich wüsste gar nicht, wie ich das dann so dekorieren aufteile, weil es ist immer so, da ist eine Couch und da ist ein Fernseher. So funktioniert doch Living Room, oder? We are in my bedroom. Interesting. Das sieht fast ein bisschen kahl aus im Vergleich zu dem, was wir davor hatten. Also ich finde, da so überm Bett könnte auch noch irgendwas Kunstmäßiges sein, oder? And I really wanted this room to just feel soothing. Oder rechts daneben. Aber du, ich brauche nichts sagen. Neben meinem Bett ist auch super kahl und I hate it. Wir müssen da mal was machen. My favorite part of this room is these big windows. Ey, wie schön. Die hat einfach so einen schönen Ausblick ins Grüne. Beautiful. That aren't too bright, but... Und natürlich ein Kamin im Schlafzimmer. Stell dir mal vor, ihr liegt in einem Bett und da ist so ein kleines Feuer und so. Hoffentlich sterbe ich heute Nacht nicht, weil ich es vergesse, das Feuer auszumachen. Still allow nature inside. This is my favorite bedroom I've ever had. There's a little fireplace. Wie viele Häuser hatte die wohl schon? A lot, right? Fireplace didn't come with the house. We kind of built it out to look kind of more architectural. This is a highlight. It's this blanket. That's cute. It has this little tiger on it. Now, at first glance, you're like, okay, it's a tiger. But it isn't. But then you look a little bit closer and you're like, he's a weird tiger. Sieht so aus, als ob ein Kind den Tiger gemalt hätte. What reminded me of was when Napoleon Dynamite drew a liger. And that's my favorite movie of all time. Ich habe keine Ahnung, wovon sie spricht, sorry. So I got that energy from this, had to have it. I also do a lot of my work in bed. I have my podcast. Ich liebe das auch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dir ist das so völlig egal, dass man so, man arbeitet eigentlich an einem Schreibtisch. Um richtig zu arbeiten, musst du dich an den Schreibtisch setzen und so funktionieren. Und die so, nee, ich mache das aus dem Bett raus. Da habe ich mein Podcast-Aufnahmeset und mein Laptop. Und? Was willst du machen? Hä? Als ob... Habe ich hier nicht auch einen Tiger drauf? Guck mal, we match, Emma. It's a sign. Recording equipment, computer. Also, nobody wants to see this, but... Das ist cute. I have a lap desk. Ja, genau. So, make it a little bit more desky. Aber ich setze mich nicht an den Schreibtisch. Ich hole mir einfach so ein süßes Ratat-Ding. So I can, you know, be... Brauche ich das auch? I sort of had this... Das ist jetzt wild, finde ich. ...session with this color of marble. Like, not obsessed. Aber ich verstehe es, aber not mine. This sort of rusty marble. Also es hat trotzdem so viel Charakter, dieses Haus. Auch wenn es nicht 100% meins ist, aber ich finde es trotzdem mega. And I was kind of like dreaming about it, but it also kind of felt risky. Weil irgendwie gibt diese Farbe auch Sinn, weil sie hat ja auch Holz, das so ein bisschen diese Farben spiegelt, auch oben mit den Fenstern und so. Ist schon cool. It's definitely out of my comfort zone in a way, but I really wanted to make it work. Auch eine Kombination mit diesem gelben, wie heißt das? Marmor, auch schön. Bathroom, because I really thought it would be beautiful in a bathroom. So I did it here, and I love it. It kind of feels like this warm and fuzzy. Pflanzen im Bad, oder? Die machen direkt was her. Relaxing. Ey, dieser Ausblick, das macht mich fast wütend. Mixture of everything. You know, like you have tile, you have marble. Und das hat man nämlich auch bei alten Häusern. Schon im Idealfall Grün und Garten und alles draußen. Man muss sich alles pflanzen, was teuer ist und dann noch ewig warten, bis das alles überhaupt wächst. Und vielleicht gehen Sachen auch wieder kaputt und so. Das ist natürlich schon cool. Es spricht immer mehr dafür, ein altes Haus irgendwann zu nehmen, ne? Just a mix of everything. That's what I like. Da würde ich nicht baden gehen, I'm sorry. The tub actually came with the house. It Yeah, I can tell. kind of reminded me of a sailboat. I haven't taken a bath in here yet, but I'm excited to do that at some point. Also das ist vielleicht auch irgendwie finde ich die Badewanne irgendwie eklig. Ich weiß nicht warum. Das ist auch gar nicht böse gemeint, aber ich könnte es nicht. Ich würde da was Freistehendes machen. And then this reminded me of honeycomb. And honestly, it looks like yummy. Das ist auch eine
gewagte Farbe, finde ich, für einen Duschbereich, weil ich immer das Gefühl hatte, ich könnte nicht so richtig gucken, ob es jetzt sauber ist oder nicht. Wisst ihr, wenn es so vergilbt ein bisschen aussieht, aber es sieht mega schön aus, nur der Putzaspekt. Aber hey, wenn ich jetzt so ein 15, weiß nicht, 5 Millionen Dollar Haus hätte, da würde ich es auch nicht selber putzen. Also, Like I would eat it. Honestly, that's kind of like the good judge of like marble. You know it's good if you just wish you could eat it. Interesting? Weiß ich nicht, ob ich dem zustimmen würde, aber ja. Here's the bar area. I just turned 21. The cool Und hat zum ersten Mal Alkohol probiert. Hey. thing about this. Immer noch so krass, oder? Dass in den USA Alkohol ab 21 ist. Also irgendwie auch nicht krass, aber irgendwie so komisch, dass so vieles gleich ist. Aber da ist es so, nee, es ist 3 Jahre beziehungsweise sogar 5 Jahre Unterschied, bis du ein Bier trinken kannst. Nicht, dass ich sage, trink alle Alkohol. Einfach nur ein interessanter Fakt, wie man sich mal so überlegen darf. Is that this copper here wears with time and, you know, gets rings and gets spots all over it. Würde ich mich, glaube ich, als Ordnungsliebhabende würde ich schwierig finden. It kind of like has the memory of parties past. Verstehe ich, aber würde ich trotzdem nicht wollen. Although when I did make the first stain on this, I freaked out because I Ja, ich würde die ganze Zeit ausfreaken. didn't realize that it was supposed to get stained and weathered, and I was like, like we're gonna have to get it replaced, and then they're like, no, it's fine. Oh, es geht raus in den Pool. Natürlich jetzt ein Pool. Hey, It's actually kind of relaxing to like get all the leaves. wer will auch einen Pool? Niemand, ne? Nee. Schön. Irgendwie schön, aber irgendwie auch zu wenig grün. Also irgendwie viel grün, aber irgendwie wenig grün, you know? It was very just summery and fun. Outdoor furniture, I think, can kind of lean boring sometimes. Aber nicht bei der Emma. And so I just wanted to find the most exciting stuff I could find. And like this pattern is just gorgeous. Ich frage mich, wie viel Zeit geht da drauf, solche extravaganten Sachen rauszusuchen? Also die sucht ja wirklich nach so diesen Pieces. Da musst du richtig dedicated sein. Das ist ein Fulltime-Job. And I love it. I actually have people over almost every weekend in this backyard. It's the best, Süß, die Stühle. Die Stühle, die sehen aus wie kleine Popos. which is why we do have a literal permanent beer pong setup. Yep. Das ist so, wenn man eine 21-Jährige plötzlich in ein Haus packt, wo normalerweise sich Leute so frühestens ab 40 das leisten können. Weißt du, was ich meine? Die ist 21 und lebt in diesem Haus. Und ihr dachtet, ich mache euch Stress mit meinem Leben und dem, was ich erreicht habe. Guckt doch mal zu Emma. It's pretty obvious that I just turned 21. Like, I'm gonna be so mad about this in like literally 2 years, and I'm gonna be like, why did I do that? Und ich sage das übrigens nur nicht, weil ich denke, dass ich so wahnsinnig viel geschafft habe und so toll bin oder so. Ich kriege immer wieder Nachrichten mit, hey, wie machst du das und das ist, wie schaffst du das? Ich gehe an allem zugrunde. Ich gehe auch daran zugrunde. Hey! So, these corn tables. Cute. Auch zum Putzen ein Nightmare, aber cute. Seit wann bin ich die Person bekommen, die Sachen rated nach, wie gut kann man sie putzen und wie nicht? Ich möchte diese nicht sein. Geh weg. Actually, I got this as a gift, and I got one of them. And I loved them so much that I bought 2 more. I also have a random pineapple one. Das finde ich komisch. Bitte, das macht mich nervös. Das sind 4 Spots für Tische. 3 davon sind Mais und ein Pineapple. Entweder muss es 2-2 sein oder alle gleich. Oder? Ist nur ich? My thing with furniture is like, have fun with it. I just choose stuff that makes me smile and giggle and chuckle. Ich möchte das jetzt auch machen. Ich finde, die Emma, die inspiriert mich mit ihren 21 Jahren, weniger drauf zu gucken, was bestellen andere, was ist gerade trendy, sondern was finde ich denn schön? What makes me smile? And starts a conversation too. Like somebody new comes over and they're like, is that corn? Exactly. Now you're besties. Und jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Bad. Hey, klar gibt's noch mehrere. So we're in the bathroom off the pool, and this bathroom was fully inspired by the feeling inside of a sailboat. Es ist viel Holz an Wänden. Viel Holz. Das muss man sich trauen, das so zu lassen. Funny story though, actually, this room, when I first bought the house, was so scary that it almost made me not want to buy the house. Ich verstehe, warum dieses Zimmer gruselig wirkt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da diese schönen neuen Fliesen nicht drin sind, weniger Licht noch, nur Holz. This was the room that I walked into in its initial form, and I was like, oh,
This place is haunted. Ja, genau. Got it. There was a sauna in there. Warum keine Sauna behalten? Das ist warm, ne? Klimakrise auch, ne? Pool aber auch fragwürdig. You see, there's something scary and like rotting about it. It looked like it was just disintegrating and... Das finde ich, glaube ich, das Weirdeste. Für mich geht die Kombination Holz und Nassfläche, das geht für mich nicht. Deswegen finde ich diese Badewanne da auch so komisch. Und auch hier ist es mir zu viel Holz. Ich habe das Gefühl, das ist keine gute Kombi. I think it's just so beautiful and it reminds me of a sailboat. Love it. We actually brought the outdoor floor stone in here. Das ist schön, dass es dann so direkt rüber geht, von draußen nach drinnen der Boden. Because in theory, this is sort of an indoor-outdoor bathroom when we open those doors. And so when I have people over in the backyard, everybody's kind of coming in and out of here. This sink in the literal middle of the room. Sehr schön. Also auch wieder mit dem Holz komisch, aber dass es so in der Mitte ist, liebe ich. Is the most genius yet crazy choice ever. But it's awesome. Like, you know, everybody can gather around and watch. Das ist auch witzig, weil es keinen Spiegel direkt dann vor dir gibt, aber hinter dir zumindest. Ist das nicht schön gewesen? Schreibt mir sehr gerne, wie ihr das Haus fandet. Ich finde, es ist eine 10 von 10, auch wenn ich nicht alles genauso machen würde, finde ich es wunderschön. Ich würde auch da sofort einziehen. Es passt aber auch wahnsinnig gut einfach zu Emma. Und es hat mich inspiriert, wirklich ein bisschen mehr so meiner Intuition, meinem Geschmack und dem allen nachzugehen und ein bisschen weniger drauf zu gucken, was andere haben. Und sagt es, während ich drauf gucke, was andere haben. Aber es geht mir gar nicht, ich würde jetzt nichts davon nachkaufen, weil das auch nicht das ist, worüber sie gesprochen hat. Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht, hey, hier, das habe ich da gekauft, kauft das auch, sondern es ist, ich habe gestöbert und dann hat mich das angesprochen. Sprecht mich an Sachen. Ich möchte euch kaufen. Ja, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Bis zum nächsten Video. Tschüss!